Grüße euch. Heute wollen wir mal Bestandsaufnahme von unserem Schweindall machen. Also das ist jetzt nur der Projektname. Sie bekommt schon noch einen richtigen Namen, aber im Moment, so im Umbau, wird er den Namen behalten, der Bus, weil er einfach ein bisschen intensiv nach Schwein riecht. Genau, heute wollen wir mal sowas wie die Bodenplatte hinten rausbauen, die Seitenverkleidung wegmachen, von dem Cockpit auch den Gummiboden rausmachen und den Himmel rausbauen, um einfach mal zu schauen, was so drunter ist. Und genauso wollen wir außenrum mal die Frontstoßstange wegmachen und die Kotflügel, um einfach mal zu schauen, was der Rost so drunter treibt. Eigentlich wollten wir auch gleich die Frontscheibe mit rausmachen. Wie ihr letztes Mal gesehen habt, die hat ja einen schönen Sprung drin. Aber damit werden wir noch ein bisschen warten, weil der Bus kann wahrscheinlich nicht die ganze Umbauzeit über in der Halle stehen. Deshalb ist es praktischer für uns einfach, wenn die Scheibe noch drin bleibt, dass man auch mal rausstellen kann, wenn wir es brauchen. Rentiert sich auf jeden Fall genauer hinzuschauen. Also unser Schweindall hat sich schon fast selbst Zeit. Wir haben jetzt innen alles rausgebaut und sauber gemacht. War eine Schweinearbeit, bis der ganze Dreck draußen war. Aber jetzt ist er einigermaßen sauber innen und jetzt fangen wir außen weiter an. Wir wollen jetzt mal die Stoßstange, den Kühlergrill, die Lichter und den Kotflügel abbauen und schauen, was sich dahinter verbirgt. Vor allem, weil wir an den Komposter ran wollen. Und wie man das alles abschraubt, zeigen wir euch jetzt. Der erste Schritt, um an die Komposter ranzukommen, ist den Nummernschildhalter wegzubauen. Der ist hier mit 2 Schrauben befestigt. Als nächstes kommt der Kühlergrill weg, der ist mit 5 Schrauben befestigt. 3 Stück hier oben und 2 Stück hier unten. In unserem Fall ist hier noch eine Schraube mehr drin. Hat der Vorbesitzer wohl ein bisschen nachgebessert. Den Kühlergrill haben wir jetzt losgeschraubt. Die Stoßstange ist hier unten jeweils mit einer Schraube befestigt und auf der Seite, das haben wir gerade schon gesehen, die 2 Schrauben fehlen schon. Und hier drüben ist die Stoßstange eigentlich von innen befestigt, einmal hier oben und einmal hier unten. Das hier unten ist bei uns schon weggerostet und das hier oben vermutlich auch, weil hier ist einfach eine Spax reingedreht worden. Stört uns bei der Stoßstange jetzt nicht so arg, weil die kommt eh weg, weil sie auf der drüberen Seite gebrochen ist. Schrauben an dem Kannen sind teilweise derart festgerostet oder zusammengammelt, dass man es einfach nicht mehr aufkriegt. Drum nehmen wir jetzt die harte Methode wieder. Was wir jetzt auch festgestellt haben, den Grund, warum die 2 Befestigungsschrauben an der Front hier und hier quasi nicht mehr da waren. Also sie sind schon noch da, aber sie sind hier hinten, aber wie man sieht, ein ganz gutes Stück weiter hinten. Also da muss man ordentlich draufgerumpelt worden sein. Man sieht auch, dass der Schaumstoff hier eingequetscht ist, der gehört eigentlich hier an die Stoßstange, der ist hier weggebrochen. Also da haben wir jetzt eine Baustelle aufgetan, von der wir vorher so nichts gewusst haben. Weil wir eh alles abbauen wollen und um besser da hantieren zu können, machen wir auch gleich die Scheinwerfer mit raus.
Der Kotflügel selbst ist an mehreren Schrauben befestigt. Zum einen sind hier vorne drin 3 Stück, hier unten sind 2 und dann sind hier an den Türscharnieren nochmal 2. Der sogenannte Komposter hier in dem Bereich ist ein bisschen ein spezielles Problem vom T4. Kommt so zustande, dass hier oben ein Wasserablaufloch ist für das Wasser, was von der Windschutzscheibe kommt. Gedacht war es von den Ingenieuren oder Konstrukteuren wahrscheinlich so, dass es hier durchläuft und hier hinten wieder raus. Allerdings schwemmt es dann natürlich auch kleine Äste, Laub, Nadeln, je nachdem wo man halt steht, alles hier mit rein und das sammelt sich hier unten an. Bei uns ist jetzt sehr wenig drin eigentlich, also es gibt welche, die sind wirklich bis hier oben hin voll, war wahrscheinlich eher ein Garagenfahrzeug oder meistens untergestellt. Um das zu verhindern, gibt es auf dem Markt verschiedene Sachen. Man kann zum einen einen Schlauch kaufen mit dem Einsatz, damit das Wasser hier gar nicht reinkommt, aber das Wasser durch den Schlauch hier vorne rum weggeführt. Dann soll das trocken bleiben. Natürlich, wenn in so einen kleinen Schlauch Äste, Nadeln oder sonstiges reinkommt, verstopft der recht schnell. Es gibt auch kleine Siebe, die man hier oben einsetzen kann, aber die sind genauso schnell zu. Andere Möglichkeit ist, von der wir jetzt schon gehört haben, dass man hier unten einfach ein Stück rausflext. Wir werden jetzt mal schauen, wie die Substanz hier unten ist, je nachdem wie verrostet es ist. Wenn wir hier ein Stück rausnehmen und gar nicht mehr neu zumachen, so kann das Wasser und alles, was hier oben reinkommt, direkt unten wieder raus. Wie man die Stoßstange, den Kühlergrill und die Kotflügel jetzt abmontiert, habt ihr gesehen. Wir werden sie jetzt nicht gleich wieder dran montieren, weil es sind ja auch ein paar Schäden noch dazugekommen, die wir gar noch nicht auf dem Schirm hatten, wie hier vorne. Das müssen wir uns erstmal genau anschauen, wie wir es jetzt reparieren oder vielleicht auch sogar komplett neu austauschen. Da müssen wir uns erstmal Gedanken machen, aber das seht ihr in den nächsten Videos. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Würden wir uns super drüber freuen und wer es noch nicht gemacht hat, auch gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao! Ciao.